Der GameCube ist Nintendos unterbewerteste Konsole. Auch wenn es gute Spiele gab, hat sich dieser lila Würfel nie so durchgesetzt. Und eines von diesen guten Spielen davon ist Super Mario Sunshine, wo Mario mit Peach und Toadsworth auf eine Insel in Delfinform fliegen, um Urlaub zu machen. Doch warum das und alles mehr nach dem Intro. Gute allerseits. Ja, ich versuche mich mal wieder an einem Review zu einem Videospiel. Denn ich will ja auch auf meine Community hören, wo dieses Review ein Wunsch war. Super Mario Sunshine ist in Europa am 4. Oktober 2002 herausgekommen für den Nintendo GameCube. Und hey, jede Nintendo-Konsole braucht mindestens ein Mario-Spiel auf ihr, sei es ein 2D- oder 3D-Spiel. Und in diesem Teil fährt unser Lieblingsklempner zusammen mit Peach und allen weiteren in den Urlaub nach Isla Delfino. Super Mario hat bestimmt einen guten Deal bei Check24 gefunden. Nein, ich werde jetzt keine Sponsorwerbung hier reinmachen. Aber wenn ich schon über Werbung rede, beim Hinflug sehen wir ja auch einen Werbespot über die Insel. Tja, und dieser ist alles sehr ansprechend. Schön, dass Mario und Toadsworth einfach nur träumen. Aber ein wichtiges Detail übersehen, was Peach dann sieht. Ja, im Werbefilm ist Mario wohl zu sehen? Doch wie will er da auf der Insel sein, wenn er gerade ankommt? Die anderen merken es nicht, was da im Bild ist. Und Peach macht darauf aufmerksam. Jedoch nur ohne Erfolg. Die denkt sich wahrscheinlich auch nur, Männer. Zumindest ist es auch schön zu sehen, auch dass in diesem Spiel Voice Acting ist. Halt nur in englischer Sprache. Aber hey, Nintendo hat sich dran versucht. Aber wenn die Musik darin etwas lauter ist wie der Text, den die sprechen. Egal. Das Flugzeug landet auf der delfinförmigen Insel, was ein Easter Egg ist, da der Codename für den GameCube in der Entwicklung Dolphin war und die GPU des Würfels Flipper heißt. Nur eine normale Landung wird das nicht. Es wird die Notbremse gezogen, da sich irgendein Schleim auf der Landebahn befindet. Mario und Co. sehen sich das eben mal genauer an und haben beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Naja, irgendwie muss das ja weg. Und da machen wir Bekanntschaft mit Dreckweg 0817, der einfach eine Wasserpistole auf Steroiden ist. Er ist cool und Mario hat so einige Tricks mit ihm, dazu aber später mehr. Machen wir erstmal die Story fertig. Wobei, die Story fertig sage ich hier, dieser Schleim wird beseitigt und nach dem Bosskampf scheint alles erledigt zu sein. Aber Pusteblume. Denn die Staatsmacht kommt und sperren Mario erstmal hinter schwedische Gardinen. Wow. Isla Delfino scheint die härtesten Einreisegesetze im ganzen Pilzkönigreich zu haben. Aber was hat er denn gemacht? Also wenn es jetzt ist, dass er die Insel geholfen hat zu putzen, dann ist es ja blöd. Naja, es geht zum Gericht, wo dann einiges klar wird. Angeblich soll er die ganze Insel verschmutzt haben und die Insignien gestohlen haben. Die haben sogar ein Phantombild, wo er zu sehen ist. Peach macht noch Einspruch, dabei weiß sie nicht, dass die ja nur einen Schwarz-Weiß-Drucker haben für das Phantombild. Mario wird dann dazu aufgefordert, die ganze Insel zu putzen und die Insignien wieder zurückzubringen, bevor er die Insel verlassen darf. Denn dass die Insignien für die Inselbewohner wichtig sind, sieht man gleich auf der Overworld, da alles recht dunkel ist. Also dann kann es jetzt losgehen. Die ganze Insel einmal putzen. Natürlich mit der Hilfe von Dreckweg 0817. Es ist immer schön zu sehen, dass wenn man die Overworld oder irgendeine Welt betritt, gleich zu sehen ist, wo man hin muss und ob irgendein Ereignis da ist. Wie hier am Anfang, wo ein riesiger Schleimhaufen eine Statue verschlungen hat. Nach einem Bosskampf wieder mit dieser Ekelblume vom Anfang erscheint die Statue und obendrauf ist Mario? Nein, es ist eine billige Kopie von ihm mit einem Pinsel, der alles angerichtet hat. Aber da kommt es schon zur ersten Entführung von Prinzessin Peach. Schnell hinterher, denn Wasser mag er gar nicht. Zumindest können wir ihn aufhalten und lässt die Prinzessin hier. Aber er flüchtet in die erste Welt des Spieles, wo es dann gleich losgeht. Ja, und dann kann man erstmal in den Welten die Insignien sammeln, wo pro Welt 8 existieren. Tja, und das ist halt so aufgebaut wie Mario 64, was der Vorgänger ja war. Eben mit diesen Welten, nur dass es keine Sterne gibt, sondern Insignien. Aber was mich jetzt zum Thema mit der Steuerung bringt. Das Feature-Set von Mario ist vielseitig. Er kann den Drehsprung, Wandsprung, Seitensprung und sich auf den Bauch legen, was etwas schneller ist wie das Laufen. Oder vorher etwas Wasser hingespritzt, ist er noch schneller und kann mit einem Porsche fast mithalten in der Geschwindigkeit. Und auch wenn es einige Features für ihn gibt,
habe ich immer mal Probleme mit ihm in der Steuerung, wie in der Luft zum Beispiel, wo ich Probleme habe, ihn zu steuern. Ja, und auch die Kamera ist nicht ganz so flexibel, was mir beim Spielen auch Probleme bereitet hat. Oh je, das sind einige negative Sachen über das Spiel. Aber was man bedenken muss, ist, dass dieses Spiel gerusht worden ist. In einem Interview hat Miyamoto gesagt, dass die Entwicklung von Sunshine zu spät begonnen hat. Weswegen sie das Spiel nicht größer und verbessern konnten, da der Release-Termin fix war. Ja, es musste ja unbedingt im Sommer herauskommen. Dann lieber ein paar Monate dran gehängt, dass es zum Weihnachtsgeschäft rauskommt und man sich auf den Sommerurlaub dann freuen kann. Wobei, nee, warte mal, Urlaub, wollten die nicht Urlaub machen? Ja, wenn man schon ein paar Insignien gesammelt hat, sind alle Tots ganz panisch, denn die Prinzessin wurde entführt. Nein! Das glaube ich ja gar nicht! Nee! Tja, wen wundert's? Okay, alle Hoffnung ist ja noch nicht verloren, denn Mario Morgana flieht mit ihr auf eine Insel, wo ein Freizeitpark drauf ist. Dann heißt es den Metall-Bowser zu besiegen, wo dann rauskommt, dass hinter Mario Morgana eigentlich Bowser Jr. steckt. Ach ja, der Kleine. Er hat hier in Sunshine seinen ersten Auftritt gehabt und dann ist er gleich schon kriminell. Wen wundert's? Doch er behauptet, dass wir seine Mutter entführt haben und wir die Bösen sind. Okay, warte mal. Er meint, Peach ist seine Mutter? Sie ist ja auch verwundert, aber sie sagt es jetzt erstmal nicht. Auf jeden Fall nimmt er sie mit zum Vulkan, wo dann auch das Ende des Spiels ist. Doch bevor wir da hinkommen, müssen wir in allen 11 Welten zumindest Mario Morgana besiegen. Und bis man dahin kommt, ist es knifflig. Es gibt so manche Level in diesem Spiel, die einfach nur lästig sind und richtig schwer sind. Ja, und deswegen wird Super Mario Sunshine bei vielen als eines der schwierigsten Mario-Spiele angesehen. Und ich selber hatte auch etwas Schiss gehabt, wo ich dann das Review angefangen habe, ob ich wirklich so weit komme. Mir hat auch etwas die Zeit gefehlt, aber es sind definitiv einige Level, wie zum Beispiel der Sanddrache, die mehrere Versuche benötigen, um da durchzukommen. Und am besten ist es bei manchen Leveln, dass man die sowieso zweimal spielt, damit man im Nachgang die blauen Münzen sammeln kann. Ja, es gibt blaue Münzen. 240 Stück, überall verteilt, die echt random platziert sind. Aber zumindest kann man gegen 10 blaue Münzen diese für eine Insignie eintauschen. Und die Anzahl der Insignien liegt bei 120 Stück. Was genauso viele sind, wie es auch bei Super Mario 64 der Fall war. Wen es aber nicht im Mario 64 zu spielen gab, ist Yoshi. Ja, man kann endlich in einem 3D Mario Yoshi verwenden. Nur hat dies einige Haken. Um Yoshi zu reiten, muss man ihn immer mit einer Frucht aus dem Ei locken. Und dieses Ei ist immer woanders platziert. Und wenn ihr jetzt meint, da hört es auf, Pech gehabt. Denn Yoshi hat kein Seepferdchen gemacht und kann nicht schwimmen. Wobei Yoshi ja kaum Einsatzzwecke hat in den Leveln. Naja, dann muss Mario halt alles mit Dreck wegmachen. Aber in den Welten sind es immer mal wieder andere Sachen, die man erledigen muss, was abwechslungsreich ist und einen motiviert hält. Zum Beispiel gibt es ein Blooper-Rennen, 8 rote Münzen muss man im Korallenriff sammeln oder einen Inbestand, der die größte Melone haben will. Wobei ich kenne auch jemanden mit großen Melonen. Die Thelma aus Zelda Twilight Princess. Die ist laut Aonuma seine Lieblingsfigur aus dem Spiel. Wen wundert's? Aber apropos Sex, kommen wir mal zum Ende der Story. Tja, denn Bowser Juniors Mutter wollen wir ja befreien. Das findet alles im Vulkan statt. Wenn man auch halsbrecherisch durch den Vulkan muss, um oben anzukommen, ist der Kampf gegen Bowser ganz einfach. Und zum Schluss fliegen alle aus allen Wolken. Und die Insel ist gerettet. Es ist alles wieder schön, hell, die Inselbewohner freuen sich, Peach ist befreit, doch dafür hat es direkt weg niedergemacht. Ja, manche Mario-Spiele drücken zum Ende hin immer noch mal auf die Tränendüsen mit so etwas Emotionalen. Aber ich sage da zumindest mal so viel, wenn ihr ein Review zu Super Mario Galaxy sehen wollt, was auch ein emotionales Ende hat, zeigt es mit einem Abo oder einem Kommentar. Wir schreiten aus dem Thema raus. Was ist denn eigentlich mit Bowser und Bowser Jr. passiert? Nun, die beiden haben ein Vater-Sohn-Gespräch, wo Bowser Jr. dann einsieht, dass Peach nicht seine Mutter ist. Aber im selben Atemzug sagt er, dass er Mario trotzdem niedermachen wird. Naja, wie der Vater, so der Sohn. Und somit ist die Story eigentlich auch am Ende. Aber die Toads haben Dreck weg wieder repariert, damit das auch ein Happy Ending ist.
Und zum Schluss laufen noch die Credits, wo man dann auch sieht, dass alle den eigentlichen Urlaub dann auch schön genießen. Und es war Super Mario Sunshine. Ein für Super Mario Spiel verhältnismäßig schwieriges Spiel, aber es ist trotz, dass es gerusht wurde, ein solides Nintendo-Spiel. Also meine Wertung für meinen Gamecheck, den ihr auf meiner Webseite findet, würde dieses Spiel eine Wertung von 730 Punkten von 1000 möglichen Punkten bekommen. Aber was meint ihr denn über Super Mario Sunshine? Und schreibt doch gerne, ob ihr dieses Spiele-Review auch gut fandet. Denn ich plane sonst auch mal weitere solcher zu machen. Na, wenn ihr halt diese halt nicht verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo unten da, um es halt dann auch zu sehen, dass es halt nicht vom YouTube-Algorithmus dann irgendwo, was weiß ich dann ist. Nun, aber egal wie, ich sag mal, man sieht sich